Wenn du im Jänner oder Februar durchs Land fährst, siehst du schon einige Zwischenfruchtflächen, die bearbeitet wurden mit einem Bodenbearbeitungsgerät. Im Extremfall eingepflügt, aber bis hin zu ultrafachen Bodenbearbeitungsgeräten. Die Ziele, die die Landwirte dabei verfolgt haben, die sind meist nachvollziehbar. Es geht darum, dass man versucht, frühzeitig den Boden zu erwärmen, um die Aussaat im Frühling ein Stück weit früher zu haben. Es geht darum, besonders bei schweren Böden das Saatbeet schon vorzeitig herzurichten, vorzubereiten, um ein leichtes, feines Saatbeet für die Frühjahrsaussaat zu haben. Und es geht aber auch darum, organisches Material frühzeitig einzuarbeiten, um Nährstoffumsetzung auch früher zu haben und keine Probleme im Frühjahr mit dieser Masse an Organik zu haben. Die Ziele sind also nachvollziehbar. Die Wahrheit ist aber, dass der Mehrwert einer frühen Einarbeitung gegenüber einer späteren, also ich spreche jetzt davon erst im nach Jänner und Februar einer Bodenbearbeitung, dass der Mehrwert einer früheren Einarbeitung oft null ist, manchmal sogar negativ. Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video von Farm to Farm. Mein Name ist Christoph Gutscher und ich freue mich, dass du dabei bist. Je früher die Bodenbearbeitung passiert, desto höher sind die Risiken. Ich habe schon gesagt, die Ziele, die da verfolgt werden, die sind völlig nachvollziehbar. Es geht um die Erwärmung, es geht um ein Saatbeet. Oft wird da auch das Schlagwort Frostgare eingeworfen. Man möchte also bei schweren Böden die Frostgare nutzen, um ein feines Saatbeet im Frühjahr zu haben. Und es geht um Einarbeitung von Organik und Nährstoffrecycling. Die Ziele sind also nachvollziehbar. Die Tatsache ist aber, dass die Risiken einer frühen Einarbeitung höher sind. Je früher die Einarbeitung ist, desto höher ist das. Warum? Schauen wir uns das erste Ziel an, der Bodenerwärmung. Die Bodenerwärmung ist nachvollziehbar. Wenn ich Bodenbearbeitung mache, also sprich, wenn ich eine Zwischenfrucht in irgendeiner Art und Weise bearbeite, um danach eine Kultur einzusehen, dann ist nachvollziehbar, dass ich sage, ich möchte damit den Boden früher erwärmen, ich möchte ihn aufbrechen, damit die obersten Schichten, das geht ja de facto nur um die obersten Schichten, damit die eben früher warm sind und ich mit der Aussaat nicht länger zuwarten muss. Wenn es aber um eine frühe Einarbeitung geht, dann ist der Mehrwert einer früheren Einarbeitung in Bezug auf die Erwärmung des Bodens gleich null. Denn ob das jetzt ein paar Wochen vor der Aussaat passiert oder 1 Monat, 2 Monate oder 3 Monate vorher, das macht keinen Unterschied, denn die Erwärmung passiert ja erst im Frühling direkt vor der Aussaat. Das heißt, der Grund der früheren Erwärmung für eine ganz frühe Einarbeitung der Zwischenfrucht fällt aus meiner Sicht aus. Der zweite Grund, das ist die Saatbeetvorbereitung. Dieses Argument ist oft sehr, sehr nachvollziehbar, nämlich dann, wenn es um ganz schwere Böden geht. Es geht um Tonböden, Magnesium, schwere magnesiumhaltige Böden. Diese Böden haben die Eigenschaft, dass sie einen eben hohen Tonanteil haben und durch diesen hohen Tonanteil, das sind so Tonplättchen, die verbunden sind über Calcium- oder Magnesiumbrücken, die dann auch gemeinsam diesen Ton-Humus-Komplex bilden. Das heißt, gemeinsam mit Kohlenstoff dann diese feinen Krümel schaffen und mit Hilfe dieser Ton-Humus-Komplexe schaffen wir die optimale Bodenstruktur. Das heißt, ideale Porenvolumina, der Boden kann atmen, der Boden kann Wasser speichern. Das Problem an diesen schweren Böden ist aber, und das weißt du, wenn du sie hast, vor allem, dass sie sich bewegen. Wenn Wasser kommt, dann wird zwischen diesen Tonplättchen rund um das Magnesium sammelt sich Wasser. Das sind hygroskopische Stoffe, das heißt, die ziehen Wasser an und drücken damit die Tonplättchen auseinander. Damit dehnt sich ein nasser Tonboden stark aus und wenn er dann eintrocknet, zieht er sich wieder zusammen und macht diese Spalten, die im Sommer dazu führen, dass man mit der ganzen Hand hineinfahren kann. Und das Problem ist, dass die halt im Frühjahr wirklich sehr, sehr oft schwierig zu bearbeiten sind, dass man schwierig damit umgehen kann. Der Ansatz ist, ich bearbeite das schon sehr, sehr frühzeitig und nutze den Frost, damit mir der ein feines Saatbeet bereitet. Das ist sozusagen der Anspruch. Und wir nutzen diese Frostgare. Das passiert bei der Frostgare, die eigentlich gar keine Gare ist, wenn du mich fragst, aber was passiert? Jetzt passiert das, dass das Wasser, das rund um diese Calcium- oder Magnesium-Teilchen ist, die diesen Ton zusammenhalten, beim Frost natürlich nochmal weiter auseinandergehen. Der Frost hat, das Eis hat noch mehr Volumen als das Wasser. Wir kennen das an den aufgefrorenen Wasserleitungen und sprengt diese Tonteilchen auseinander. Das heißt, damit haben wir natürlich ein feines Saatbeet. Das schaut schon fast sandig aus. Kantiges, kleines Material. Ich zeige es dir hier. Und das schaut auf den ersten Blick eben aus wie ein leichter Boden. Das Problem ist aber, wir verlieren damit völlig diese Bodenstruktur, die wir mit der Zwischenfrucht aufgebaut haben. Denn der Vorteil einer Zwischenfrucht in einem ganz schweren Boden ist, dass wir durch diese Wurzeln
eine physikalische Struktur haben, wie eine Bewehrung in einem Beton, der den Boden stabil lässt und der auch die Poren stabil lässt und dafür sorgt, dass diese Zerstörung der Struktur des schweren Bodens mit Wasser zu stark ist. Mit der Frostgarre zerstören wir aber gerade diese Architektur der Wurzeln und haben zwar auf den ersten Blick das Ziel erreicht eines feinen Saatbeets und es wird auch im Frühjahr wahrscheinlich tatsächlich leicht gehen. Der Nachteil ist aber, und der ist ganz herausragend, der Nachteil ist, dass der Boden nimmt auch relativ gut Wasser auf. Am Anfang stark und schnell nimmt er Wasser auf, beim ersten Mal, beim zweiten Mal, aber dadurch, dass die Struktur völlig verloren ist, sind diese Tonplättchen völlig lose beieinander und je öfter sie mit Wasser in Verbindung kommen, desto mehr setzt sich das Ganze. Das führt zu einer Verschlemmung. Diese Verschlemmung macht zu und die führt dazu, dass die Wasseraufnahme, die Wasserspeicherfähigkeit geringer wird. Der Boden also weniger Wasser speichern kann in den Sommermonaten, wo ich es aber brauche und dass er höchst erosionsgefährdet ist. Wasser- und Winderosion führt dazu, dass diese losen Tonteilchen weggeschwemmt werden. Und das ist da das Problem. Es ist nicht nur problematisch, weil die braune Suppe vom Acker in die Ortschaft fließt, sondern es ist auch deshalb problematisch, weil an den Tonteilchen, an den Oberflächen aufgrund der elektrischen Ladung sehr viele Nährstoffe gebunden sind. Nährstoffe, die du gedüngt hast, die du mit deinem Geld bezahlt hast, schwimmen dann mit dem Tonteilchen davon und sind verloren. Und das passiert, wenn ich die Struktur zerstöre mit Hilfe der Frostgarbe. Deshalb ist eine frühe Bearbeitung eines schweren Bodens langfristig oder mittelfristig oft sogar kontraproduktiv. Diese Bewehrung des Betons, von der ich gerade gesprochen habe, nämlich, dass wir den Boden mit lebenden Wurzeln bewehren und stabil halten, das geht mit Zwischenfrüchten. Und wir von Farm to Farm bieten Zwischenfruchtmischungen an, die hochdivers sind, die immer behandelt sind mit einer Saatgutbehandlung und einer hochwertigen Saatgutfarbe, damit du das Saatgut bei der Aussaat dann auch besser siehst und wo wir immer versuchen, die Ziele, die du mit der Zwischenfrucht erreichen willst, auch bestmöglich abzudecken. Schau dir das an, komm auf unsere Website oder kontaktiere uns www.farmtofarm.eu und jetzt geht's weiter. Hinzu kommt, dass einer frühen Einarbeitung, und ich rede jetzt da wirklich früh von November oder Dezember, auch das gibt, dass es passiert, dass Zwischenfruchtteile noch grün sind. Grüne Pflanzenteile haben oft noch einen sehr hohen Wassergehalt und wenn ich grüne, nasse Wasserteile einarbeite, dann führt das dazu, dass die luftdicht abgeschlossen im Boden sind. Durch diesen Gatsch, wie man bei uns in Österreich sagt, kann der Boden an dieser Stelle nicht mehr atmen, es kann kein Sauerstoff von der Atmosphäre mehr in den Boden eindringen und es kommt zu anaeroben, also luftabgeschlossenen Umsetzungsprozessen. Es kommt zu Fäulnisprozessen. Diese Fäulnisprozesse, die stinken nicht nur, sondern sie sind auch sehr problematisch für unseren Boden und für unsere Kulturpflanzen, denn sie fördern Pathogene und fördern ein Milieu, das alle unsere Kulturpflanzen gerade nicht wollen. Da gibt es auch den dritten Grund oder das dritte Motiv einer frühen Einarbeitung, das ist das Einarbeiten von Organik und die Nährstoffumsetzung anzusetzen. Auch das ist nachvollziehbar. Wenn da eine riesige organische Matte steht, haben oft Landwirte die Sorge, okay, wie gehe ich mit dem dann im Frühjahr um und lieber früher einarbeiten, zerkleinern und umsetzen lassen, als zu spät ist, dass ich dann mit meiner Sehtechnik das Ganze nicht reinbringe. Wie gesagt, auch das auf den ersten Blick nachvollziehbar. Wenn man genau hinsieht, birgt aber auch das bei einer frühen Einarbeitung Risiken, denn das Material wird natürlich tatsächlich früher eingearbeitet und umgesetzt. Das kann aber dazu führen, und das ist durchaus realistisch, dass es dadurch, dass natürlich keine lebenden Pflanzen mehr da sind, die Nährstoffe nutzen können, dass diese Nährstoffe, die frühzeitig umgesetzt werden, aber auch frühzeitig durch Niederschläge in tiefere Lagen verlegt werden und dann von den Pflanzen gar nicht genutzt werden können. Das heißt, ein zu frühes Einarbeiten kann zu Nährstoffverlusten führen, kann also auch hier keinen Mehrwert bringen. Was man dann trotzdem machen kann, um das organische Material irgendwie besser in den Griff zu bekommen, ist mit weniger Aufwand zum Beispiel die Zwischenfrucht zu walzen. Bei Frost, bei starkem Frost zu walzen, das ist relativ wenig Aufwand. Man kann da verschiedene Walzenarten nutzen, um verschieden stark da einzugreifen, aber da zerkleinert man das Material schon früher, bringt es früher zum Boden. Je früher das beim Boden ist, desto früher wird es umgesetzt, aber es ist noch nicht zu ein radikaler Einschnitt und es ist noch nicht zu groß das Risiko, dass es hier zum Nährstoffverlust kommt. Und der Punkt ist, auch das kann ich erst im Jänner oder im Februar machen, wenn es passt und muss ich nicht schon früher machen. Das heißt, diese drei Motive, die oft der Grund dafür sind, für eine frühe Einarbeitung der Zwischenfrucht, die sind auf den ersten Blick nachvollziehbar, sind auch auf den zweiten Blick nachvollziehbar, aber sie haben relativ hohe Risiken
Und diese Risiken, die sind es meines Erachtens nach nicht wert, sondern sorgen dafür, dass man sich überlegt, okay, wie kann ich das umgehen, wie kann ich später zum gleichen Ziel kommen, ohne dass ich mit diesen Risiken umgehen muss. Zusätzlich dazu sorgt eine frühe Einarbeitung auch noch zu Problemen, nämlich erstens, dass ich mehr Wasserverdunstung habe. Je früher ich den Boden aufreiße, bearbeite, desto früher und mehr kommt es zur Wasserverdunstung. Das Wasser, das ich eigentlich im Boden habe, verdunstet schneller, ist verloren. Und gerade im Frühjahr, wenn ich ein bisschen Feuchtigkeit brauche, damit ich die Keimung schneller habe, damit ich einen Horizont habe, wo ich das Saatgut ablegen kann, fehlt es mir dann am Wasser. Und zweitens, jede Einarbeitung, jede Bearbeitung, jedes Eingreifen der Zwischenfrucht sorgt dafür, dass früher Unkräuter Licht bekommen, Ausfallgetreide wieder Licht bekommt, Unkräuter einen Keimreiz bekommen und dass ich eigentlich frühzeitig wieder Pflanzen am Acker fördere, die ich nicht haben will. Also ich hoffe, du hast aus diesem Video was mitnehmen können. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald. Wenn dich das Thema interessiert und wenn sich Ackerbau, der nachhaltig und profitabel ist, interessiert, wenn das dein Thema ist, dann abonniere doch gerne unseren Kanal.